Naja, die Welt kann hart und ungerecht sein, aber sind wir mal ehrlich, ganz so schlimm wie in dem Märchen dargestellt ist die Welt jetzt nicht. Also nicht dauerhaft. Vielleicht an einigen Orten, aber nicht hier, wo wir leben. Another accident. This place. Ich frage mich, was das ist, dieses Pochen, was regelmäßig passiert. Okay, ich lasse euch das wieder lesen. Ich kann es nicht selber lesen, leider. Also die Untertitel kann ich ohne Probleme lesen, aber das ist einfach viel zu klein. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Weil ich glaube, dass es vielleicht echt wichtig für die Story sein könnte, um zu verstehen, was hier eigentlich abgeht. Oh, dieses Geflüster hier, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mich wahnsinnig nervös. Oho. Was haben wir denn da? Callum, where did you go? Where's my boy? Callum! Where did you go? Gucken, ob ich hier irgendwo noch hinkomme oder irgendwie was finde, aber eher nicht. Oh, Alter. Ich weiß ja nicht, so Freizeitparks sind schon extrem geil. Also ich gehe da wahnsinnig gerne hin, aber... Puh. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids. Okay. Statement. We are waiting for our turn on the right. Frank, me and the boys. This fellow in the chipmunk oid is making an ice orving while people took photograph. Lawrence wanted to go over to him, but I've always been a bit wary of those suits. They give me the creeps. It's silly, I know. Anyway, the chipmunk's man, he was carving and picking away at the ice, and at the first we thought he was making some animal like a tiger or lion, but as more and more ice fell away, when you first looked, it was like a human face smiling out of the block of ice, but the more you looked at it, the more you saw that there was something not quite right about the preparation, something unnatural that made you hurt, begging to beat just a little bit faster, like you were prey at the thing in the ice was a hunter. But then these teenagers walked up, and of them made a face at the carving and said something rude to the guy in the chipmunk suit, and then he went berserk. For a few moments it was a chaos. Everybody was running away from the guy who had one of the teenagers on the ground, and he was stepping with the ice pick, and blood was, oh my god, spraying, and people were screaming, and Frank and I had the kids and we were dragging them away as fast as we could. The last thing I saw before Frank dragged me away was that the eyeball of one of those poor kids had landed on the ice sculpture, making the horrible creature look more or less alive. Igitt, wie krank ist das denn? Der hat den einfach mal so das Auge ausgestochen, nur weil das Kind halt ein bisschen gemein war. Würde jedes andere Kind, das einen mobbt, einen Eispickel in die Brust rammen, hätten wir mal um die Hälfte weniger Kinder, um die Hälfte weniger Menschen auf diesem Planeten. Oho. Was haben wir da? Oh, I remember this.
Family ties. Me and Column. Gut. Wollen wir doch mal mit dem Ding hier fahren. I can't get on while it's moving. Und da hast du wohl nicht ganz unrecht. Increase Speed. Decrease Speed. Na? Ach so, so funktioniert das. Na komm schon, anhalten, anhalten. Perfekt. Ist nur die Frage, wie kann ich da jetzt einsteigen? Na, komm schon. Und das Ding fährt von alleine los, weil das fährt ja nicht von alleine. Allgemein frage ich mich, warum sie sich da überhaupt reinsetzt. Ja, im Dunkeln ist sowas schon wahnsinnig gruselig, muss ich ehrlich sagen. Boah, Alter. Das ist ja übel. Ja, dieses... Was war denn da? Da war irgendwas. Alter! Was willst du denn? Ich sehe nichts. Ist das Vieh noch da? Was zum Geier war das denn? Oh, nachts in einem Freizeitpark. Nie eine gute Idee. Und super Grundlage für einen Horrorfilm. Scheiße. Boah, ich würde wahnsinnig gerne raus. Wenn das geht, bitte. Ich danke. Von Herzen. So, jetzt ist die Frage. Callum, tell Mommy where you are. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. I thought walking in the park for summer would be a lot of fun, but the end of the season here really drags. There aren't that many tourists around, and so most of the staff spend their days standing around gossiping, And most of that gossip is about Chad. I mean Steve. See, even I am starting to call him Chad, and I went to school with the guy. It's a goddamn sweet. In the beginning it was a laugh. Steve, the local lush, has as Chad the chipmunk. Child-friendly mascot at... Hello? Wow! Ja, lest es selber. Es ist echt einfach zu weit weg. Oh, da traue ich mich jetzt aber nicht nochmal näher ran. Die steht ja immer noch da drin. Ich komme da wahrscheinlich aber auch gar nicht rein, oder? Nee, irgendwie. Na gut. Wo ich mir das schon gerne mal ein bisschen weiter von drinnen angesehen hätte. Kann ich mir die Zeitung angucken? Nö. Callum, come back here right now! Oh, ich nehme jetzt schon 28 Minuten auf. Ich mache jetzt einfach weiter und werde das später auseinanderschneiden. Huiuiui.
Constant crashes and 80s music. I guess it floats someone's boat. Cool. No, please no. Stop, doctor! Stop it, please! Meine Fresse, was hat die denn für Halluzinationen, frage ich mich. Die hat vielleicht Halluzinationen. Oh, da ist sogar eins an. Ui. The shakes. Accident report. Employee's name. Francis Dufresne oder sowas in der Art. 28. Oktober 1976. Time and date of the accident. Job. Richard. Person. Witness. During the transport of the bumper cars into the arena, one of the syrups attaching the load to the truck came unkilled, causing... ich kann das echt nicht lesen. Ich kann das nicht lesen. Tut mir wahnsinnig leid, Leute. Was ist denn hier los? Boah, Alter, dass sie da einfach so ruhig stehen bleiben konnte. Das Ding hätte fast über den Haufen gefahren. Ich vermute mal, aber es möchte, dass wir irgendwie hier lang gehen. Na gut, dann tun wir das doch einfach mal. Mal schauen, was wir hier oben finden. Na? It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Mein Gott, die hat ein paar wahnsinnig üble Probleme. Read Page. Naja, kann ich auch nichts gegen machen. So, was kann ich denn noch so tun? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es echt keinen Sinn macht, dieses Spiel zu spielen, wenn ich die Seiten gar nicht lesen kann, weil die Schrift einfach viel zu klein ist. So, kann ich da aber jetzt irgendwie rein? Weil anscheinend muss ich echt so mit so ziemlich allen Attraktionen hier mal fahren, damit ich also irgendwie vorankommen. Increase Speed. Ne, wir wollen ja anhalten. Na komm. Sehr schön. Perfekt. Dann steigen wir doch mal... Ui. Die Musik ist ein bisschen gruselig und ich finde auch das Riesenrad gruselig. Guck mal, wie das aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur jetzt ihre Halluzinationen sind oder was genau mit ihr da passiert, aber in so ein altes
Ding würde ich nicht mehr einsteigen, vor allem, weil hier keine Tür drin ist. Aber es sieht toll aus. Das muss man denen schon lassen. Es sieht wahnsinnig toll aus. Ich finde nur den Aufbau ein bisschen People come into your seltsam. life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Oh, da waren die aber ganz schön flott. Haben sich an einem Abend kennengelernt, haben dann an dem Abend miteinander geschlafen, haben dabei das Kind wahrscheinlich gezeugt, sind dann zusammengezogen und 3 Monate später ist der Freund auch schon, hat schon die Mücke gemacht. Das nenne ich mal Love Story Alter in, naja, wirklich sehr, sehr schnell rasender Zeit. Oh, da war irgend so ein Vieh drinne und hat das Ding bedient. Krank. Frag mich echt, was hier abgeht. Aber ich mache jetzt hier einen Cut. Ich nehme schon 35 Minuten auf und ich muss den Part noch in 2 Teile teilen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch bis hierhin. Also ich finde es wahnsinnig gut. Es sieht schön aus. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so ganz gruselig finde ich es jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es gibt so ein paar Schockmomente, aber ansonsten weiß ich noch nicht, was ich hiervon halten soll. Und vor allem, was mich stört, ist wirklich, dass diese Schrift auf den Zetteln so klein sind. Ich müsste mich echt einfach nur so einen Meter vom Fernseher wegsetzen, damit ich das sehen kann. Aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber trotzdem werde ich das Spiel zu Ende bringen und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüssi!